Wo der Druck am grössten war, schafft die Australierin Nicola McDermott ihre persönliche Bestleistung. Bei Olympia überspringt sie 2,02 Meter, eine Höhe, die für sie noch vor kurzer Zeit unvorstellbar gewesen wäre. Für den Erfolg hat sie sich ihren Ängsten stellen. Nicola McDermott schaut die Bilder von ihrem Silbersprung bei ihren Freunden, den Schweizer Sportseelsorgern Jörg und Jacqueline Walcher, an. Es ist der größte Triumph ihrer Karriere. The joy of jumping the best I've ever jumped in my life and to represent the nation. Diese Freude, so hoch wie noch nie zuvor gesprungen zu sein und dann noch mein Land zu vertreten, ich habe geweint wie ein Kind. Es bedeutet so viel, wenn der Traum, für den man so hart gearbeitet hat, Wirklichkeit wird. Das ist eine unglaubliche Erfahrung. Diese Freude spüre ich immer noch und es wird jedes Mal besser, wenn ich an Olympia denke. In Australien ist Nicola mittlerweile ein Star. Doch trotz des hohen Drucks schafft sie es, ihre bisher beste Leistung abzurufen. Most people would say it's the hardest stage to compete because of the stress. Die meisten Leute sagen, Olympia ist der schwierigste Wettkampf wegen dem Stress. Aber wenn du den Frieden Gottes in dir spürst, dringen die Angst und der Druck nicht zu dir durch. Sie sind präsent, aber jedes Mal, wenn ich dachte, du musst jetzt abliefern und die Beste sein, was ist, wenn du versagst? Dann wusste ich einfach, ich bin geliebt, auch wenn ich nicht gewinne. So konnte ich diese Gedanken loswerden. So I can silence that thought. In der Zeit nach Olympia lebt und trainiert Nicola bei Jörg und Jacqueline Walcher am Bodensee. Von hier aus reist sie zu den Leichtathletik-Meetings in Europa. Hochsprung ist eine Disziplin, die höchste Präzision erfordert. I think it's combining the strength, the power, the speed. Man muss Kraft, Stärke, Schnelligkeit und Technik auf den Punkt perfekt miteinander verbinden. Wenn man nur ein kleines Stückchen zu nah oder zu weit von der Latte abspringt, wirft man sie runter. Der Absprung muss perfekt sein. Wenn man mental nicht bereit für den Sprung ist, wird man die Latte nie überspringen. Aber wenn man sie mental schon übersprungen hat, dann hat man eine Chance. Beim Diamond League Meeting in Lausanne überspringt die Australierin die 1,95, was den 3. Platz bedeutet. Die Walchers kennt Nicola McDermott bereits seit 4 Jahren. 2017 war ich an der Weltmeisterschaft in London. Da war ich als Sportchaplain dort engagiert. Und dann habe ich die Nicola gesehen, zusammen mit ihrer Freundin. Und ich habe die beiden eingeladen zu meiner Sportlerandacht. Und von da an ist eine ganz enge Beziehung entstanden. Ja, jetzt ist sie wirklich Teil der Familie und wie die große Schwester zu unseren Töchtern. Also letztes Jahr war sie auch in den Ferien mit und ja, ist wirklich wie die große Schwester jetzt. Der Dreisprung-Olympiasieger Christian Taylor ruft an. Walchers haben mit ihrem Seelsorgedienst Beyond Gold Kontakt zu Sportlern, denen sie mental helfen. Dass Nicola jetzt so befreit auftreten kann, schreibt sie auch ihrem Glauben zu. Ich war früher sehr ängstlich und habe bei großen Wettkämpfen nie meine Leistung abrufen können. Aber das hat sich geändert, seit ich 2017 angefangen habe, Gott wichtiger zu nehmen als den Sport. Das Training und die Herausforderungen machten mir wieder Spaß. Meine persönliche Bestleistung hat sich seit 2017 um 14 Zentimeter verbessert. Das kannte man von einer Sportlerin auf meinem Level bisher nicht. Jörg und Jacqueline Walcher beraten und begleiten die Sportler bei Anlässen, aber vor allem auch online. Von zu Hause aus führen sie Andachten und persönliche Gespräche über das Internet durch.
Die Andachten nennen wir eben eine Performance-Free Zone, eine leistungsfreie Zone, wo es um den Menschen hinter dem Athleten geht, wo er einfach mal sein kann, wo er die Sachen loslassen kann. Das ist da sehr entscheidend. Meistens ist es der Druck, die Erwartungen zu erfüllen, gegenüber sich selber, gegenüber den Medien, dem Verband, der Nation und eben diesen Druck loszulassen. Meistens ist der Athlet nur das wert wie seine letzte Leistung. Wenn du unabhängig von deiner Leistung deinen Wert kennst und dann aus einer Freude performen darfst, ändert es extrem viel und macht das Leben natürlich auch in der Regeneration leichter und auch nach Niederlagen kommst du wieder schneller zurück. Jacqueline war früher Turmspringerin, Jörg Snowboarder. Beide wissen aus eigener Erfahrung, wie sich Sportler fühlen und können den Athleten so helfen. Wir machen das manchmal so, auch mit so Gottesdiensten, dann lassen wir die Athleten wirklich ihre Belastungen und ihre Ängste und Sorgen auf ein Zettelchen schreiben. Und dann können die das zusammenknüllen und in eine Schale hineintun und dann verbrennen wir das, diese Lasten und dieser Druck, den geben wir jetzt ab. Und das bringt da richtig Freiheit, weil für die Leistung, da zählt einfach alles. Und wenn man da irgendwie innerlich eine Blockade hat oder einen Druck, das braucht es dann nicht. Für Nicola war die 2-Meter-Marke lange Zeit eine mentale Barriere. Erst Anfang dieses Jahres konnte sie diese entscheidende Höhe zum ersten Mal überwinden. Das hat etwas in ihr verändert. Einer meiner Trainer sagte mir, dass das Mädchen, das den Wettkampf verlassen hat, eine andere war als die, die ihn angetreten hat. Vor allem mental, weil keine australische Frau vorher über 2 Meter gesprungen war. Ich habe jeden Tag trainiert, als wäre ich schon eine 2-Meter-Springerin. Aber ich wusste, selbst wenn ich die 2 Meter nie überspringen werde, bin ich trotzdem genauso wertvoll. Ich glaube, das ist das Entscheidende, wenn es darum geht, Hindernisse zu überwinden. Sobald du realisierst, dass deine Identität nicht davon abhängt, ob du Erfolg hast oder nicht, geht es aufwärts und du kannst alles überwinden. That's really when you learn how to soar and you overcome anything. Auch beim Saisonfinale Weltklasse Zürich überspringt Nicola die 2 Meter und erreicht den 3. Platz.